Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und heute geht es um Hausdurchsuchungen. Die sind bei mir oder in der Kanzlei zum Glück noch nie passiert, aber relativ häufig bei meinen Mandanten, jedenfalls bei denen, die Urheberrechte im Internet verletzt haben. Dann bleibt den Staatsanwaltschaften zur Ermittlung des kompletten Sachverhalts oft nichts anderes übrig, als sich die Computer mal näher anzuschauen, über die möglicherweise eine Urheberrechtsverletzung oder ansonsten eine Attacke begangen worden sein soll. Und dieses Video soll ein bisschen was dazu sagen, was sind die Tipps und Tricks bei Hausdurchsuchungen, wie solltet ihr euch am besten verhalten. Und aktueller Aufhänger sind rund 100 Hausdurchsuchungen, die die GEMA angezettelt hat, wobei die GEMA sagt, wir haben hier nichts angezettelt, wir haben nur Strafanzeige wegen einer Hackerattacke durchgeführt, die im Jahre 2011 erstattet, und daraufhin haben die Staatsanwaltschaften entschieden, wir durchsuchen hier 100 Häuser in Deutschland, aber die Frage ist, wie hätten sich diese 100 vermeintlichen Hacker, meist waren es Jugendliche oder Trittbrettfahrer, deren Häuser hier durchsucht worden sind, wie hätten die sich am besten verhalten sollen? Nun, das Erste, auf was viele vielleicht kommen, ist, dass man die Tür nicht öffnet. Das ist, gelinde gesagt, nicht sonderlich hilfreich. Da weiß sich die Polizei besser zu helfen, holt einen Schlüsseldienst, ist dann in eurer Wohnung drin und das gibt nur zusätzlichen Ärger. Also aufmachen sollte man schon. Wenn man dann aber aufgemacht hat, dann sollte man sich als allererstes den Durchsuchungsbeschluss zeigen lassen. Der sagt nämlich, was soll durchsucht werden, von wem soll hier was durchsucht werden, welche Räume sollen durchsucht werden. Das ist da schon sehr spezifisch in der Regel beschrieben und nur in diese Räume solltet ihr die Polizisten dann auch lassen oder eben die entsprechenden Teile direkt rausgeben. Interessant ist auch noch, dass nur zu bestimmten Uhrzeiten durchsucht werden darf, sofern im Beschluss nichts anderes steht, darf nur zwischen 4 Uhr morgens und 21 Uhr abends eine Hausdurchsuchung durchgeführt werden, in der Sommerzeit, und im Winter zwischen 6 Uhr morgens und 21 Uhr abends. Das ist auch noch zu beachten und das könntet ihr den Polizeibeamten dann auch mitteilen, falls im Beschluss eben nichts anderes drinsteht. Was auch noch vielleicht ganz wichtig ist, wenn die Polizei gewisse Akten zum Beispiel beschlagnahmt hat oder einen Computer, dann solltet ihr darauf drängen, dass nicht die Polizei diese Akten bei euch schon durchsucht und sich nach Sachen dort anguckt, sondern die gesammelt nimmt und dem Staatsanwalt übergibt. Das hat folgenden Vorteil: Wenn die Polizei nämlich in Akte 1 nicht fündig wird, guckt die noch in Akte 2, 3, vielleicht auch noch in anderen Räumen nach, ob dort noch weitere Sachen zu finden sind, und dabei geschehen sogenannte Zufallsfunde. Insofern drängt darauf, wenn nichts anderes in dem Durchsuchungsbeschluss drinsteht, hier, das ist der Packen, den ihr haben wollt, nehmt den mit und lasst den Staatsanwaltschaft diesen Packen anschauen, aber sonst bitte nichts mitnehmen. Darf die Polizei erstmal reingucken, entsteht ein großes Chaos, die gucken dann vielleicht auch nochmal in die rechte Ecke hier oder in die linke Ecke, je nachdem, wo da was zu finden ist. Dann solltet ihr euch immer noch eine Kopie des Durchsuchungsbeschlusses geben lassen und möglicherweise, falls euch das passiert, dann noch während der Durchsuchung einen Anwalt anrufen. Wir selbst haben eine Hotline für solche Fälle, da könnt ihr jederzeit anrufen. Wir würden euch dann die entsprechenden Tipps geben, wie man sich jetzt verhalten sollte. Und hier schon mal der Tipp: Wenn dann nachher eine Ladung als Beschuldigter zur Polizei kommt, da sollte man auf keinen Fall alleine und unvorbereitet hingehen, denn als Anwälte sagen wir sowieso zumeist, wir lassen uns erstmal die Akten kommen, gucken, was in den Akten drin steht und nehmen dann in aller Ruhe schriftlich Stellung. Aber also bitte nicht hintapern zur Polizei, sondern schriftlich den Termin absagen und sagen, mein Anwalt wird schriftlich Stellung nehmen, beziehungsweise der Anwalt macht das dann für euch, und so könnt ihr euch auch nicht in die Nesseln setzen. Ich hoffe, euch wird das nie widerfahren. Wenn es euch widerfährt, erinnert euch an diese Tipps oder ruft es einfach an. Vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.